Frohes neues Jahr allerseits wünsche ich euch und ja, je nachdem wann ihr das hier seht, vielleicht auch schon schöne Ostern oder frohe Weihnachten, whatever. Genau, wir wollen uns heute ansehen, wie wir Hardware mit Python auslesen können. Und das natürlich anlässlich eines neuen Rechners, den ich mir zusammengebaut habe. Allerdings dachte ich ursprünglich, ich mache vielleicht eine cineastische Review dazu, wobei ich da nicht so den Mehrwert tatsächlich gerade sehe, weil jeder weiß, welche Hardware gerade irgendwie geil ist. Aber wir wollen uns natürlich trotzdem angucken, wie wir das Ganze auslesen können mit Python. Und das hat natürlich auch seinen praktischen Nutzen. Denn wenn man weiß, wie viel oder was für Hardware man hat, dann weiß man zum Beispiel andere Dinge. Das will ich dann jeweils eben, während ich das hier code mit euch, will ich das mal ganz kurz machen. So, als allererstes brauchen wir verschiedene Module. Und die können wir installieren wie immer mit pip install und dann eben hier zum Beispiel psutil, ohne das Ü natürlich. psutil brauchen wir, aber das ist natürlich bei mir schon installiert. Wir werden auch nachher noch andere Dinge brauchen, aber für andere Zwecke dann jeweils. Also für manche Sachen braucht man eben psutil, für andere Sachen braucht man was anderes. So, wir wollen anfangen mit unserer allgemeinen Information. Also import psutil. Und wir werden auch Plattform brauchen, import Plattform. Und genau, dann fangen wir einfach tatsächlich mal an. Und das wird jetzt ein relativ leichtes Skript werden. Allerdings könnt ihr das dann auch wieder reusen, wenn ihr wollt. Ihr findet das Ganze natürlich wie immer bei mir auf GitHub und könnt das ja dann auch verwenden. So, wir wollen jetzt allererstes mal anfangen mit, also im Endeffekt was Schönes auszugeben. Und zwar sagen wir hier, wir machen einen Bindestrich und zwar insgesamt 40 Mal. Und dann schreiben wir hier sysinfo. Ja. Und anschließend machen wir nochmal so einen Bindestrich und zwar 40 Mal. So, das sind dann einfach quasi 40 Bindestriche und danach kommt sysinfo, dann kommen nochmal 40 Bindestriche. Und hier wollen wir jetzt unsere Systeminformationen erstmal ausgeben. Das ist so das allererste, was wir mal brauchen. Also zum Beispiel, welches Betriebssystem haben wir? Das bekommen wir unter uname raus. Uname, das Ganze ist eigentlich plattformunabhängig, beziehungsweise es ist eigentlich nicht plattformunabhängig, aber Plattform macht das Ganze plattformunabhängig, deswegen wollen wir das auch benutzen. Also Plattform.uname. Und Plattform.uname gibt euch eigentlich alle Informationen raus, die ihr irgendwie braucht. Ich habe das Ganze natürlich schon mal für euch vorbereitet, damit wir nicht alles abtippen müssen. Und zwar sieht das so aus. Sagt mir gerne, ob euch das so gefällt oder ob ihr lieber mir dabei zuseht, wie ich das Ganze abtippe. Ich dachte mir, so ist vielleicht gerade für sowas Einfaches ein bisschen sinnvoller. So, uname.system. Wenn wir uns das Ganze jetzt erstmal ausgeben hier, dann sehen wir erstmal einige Informationen. Also zum Beispiel unser System ist ein Windows-System, gerade in diesem Moment, weil ich noch im Hintergrund was am Rechnen bin, beziehungsweise am Rendern bin. Dann haben wir hier eine Node-Name, also quasi wie mein Rechner heißt. Das Ganze nennt sich allerdings in uname Node, deswegen habe ich das Ganze hier Node-Name genannt. Im Endeffekt ist es der Name eures PCs. Dann haben wir hier Release, also welches Windows wir benutzen, Version 10.0.1904. Dann sehen wir hier auch, was für ein Betriebssystem wir haben, also ja, im Endeffekt welche Maschine hinten dran steckt. Das bedeutet in dem Fall nur 64-Bit oder 32-Bit und dann natürlich noch ein bisschen mehr Informationen über den Prozessor, wobei das hier nicht unbedingt die Informationen sind über den Prozessor, die wir haben wollen. Aber das ist ziemlich cool, dass wir das schon mal wissen. Warum brauchen wir nämlich sowas? Nun, teilweise ist es natürlich nötig, dass ihr in eurem Python-Skript Systeme identifizieren könnt. Hier ist es interessant, wenn wir zum Beispiel die Node-Name benutzen, denn die gibt euch ja genau das. Auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel plattformabhängige, also nicht unabhängige Dinge habt, dass ihr wisst, was hier zum Beispiel das System ist, also ob es ein Windows ist, ob es ein Linux ist. Und das könnt ihr gerne mal bei euch gucken, was ihr da für ein System habt und was da bei euch ausgegeben wird. Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man das zumindest mal machen kann. So, man kann jetzt allerdings natürlich auch noch weitermachen und die Boot-Time definieren, also quasi, was für Informationen haben wir über die Boot-Time. Und hier muss ich sagen, ich habe gerade erst neu gestartet, deswegen werdet ihr hier wahrscheinlich nicht so viel finden, aber ich habe das natürlich auch wieder für euch vorbereitet und ja. Und zwar haben wir dann wieder die Boot-Time drin und das ist im Endeffekt die Uhrzeit, wann ihr den PC hochgefahren habt. Ich muss wie gesagt dazu sagen, dass ich gerade erst neu gestartet habe, weil eben ich ein paar Treiberprobleme hatte. Man kennt Windows und so, ne? Aber ja, wie gesagt, ich muss im Hintergrund noch was rendern, deswegen muss es leider gerade Windows sein. Bitte verurteilt mich nicht. Aber eben, wir sehen hier auch, wir können den Tag angeben, wir können den Monat angeben, das Jahr angeben, die Stunde, die Minute und die Sekunde. Jetzt, warum ist es interessant zu wissen,
wissen, wann der Rechner das letzte Mal neu gestartet wurde. Nun, gerade wenn wir irgendwie im Bereich Updates oder sowas gucken, dann oder auch gerade wenn wir im Bereich automatische Wartung gucken, dann ist natürlich immer eine der ersten Fragen, die man im Support stellt: Wann haben Sie Ihr System das letzte Mal neu gestartet? Haben Sie es schon mal wieder aus und wieder angemacht? So, und viele Kunden lügen dann ganz gerne: Ja, ich habe es schon ausgemacht, ich habe es schon wieder angemacht. Aber wenn eben so eine Software läuft und man eben die Informationen wie die Boot-Time zum Beispiel gerade sieht, weil man zum Beispiel eine Fernwartung macht, dann kann man eindeutig sehen, okay, das hilft nicht. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich übertreibe ein bisschen, aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Man muss einfach hin und wieder das System neu starten, weil dann die ganzen Prozesse einfach wieder, ja, von vorne gestartet werden. Und manchmal hängt sich einfach was auf, weil es eben Bugs gibt. Okay. So, als nächstes wollen wir selbstverständlich die CPU-Informationen uns ausgeben lassen. Hier haben wir tatsächlich die Informationen, die wir uns alle wünschen würden. Und zwar, wenn wir das mal ausführen, sehen wir hier, ich habe tatsächlich Informationen über jeden einzelnen Kern. Also ich kann mich hier erstmal ausgeben, wie viele tatsächliche Kerne ich habe, also echte physische Kerne ich habe, aber da die ganzen Kerne jeweils 2 Recheneinheiten sozusagen haben, also ich 2 Threads pro Kern haben kann, habe ich hier logische Kerne eben doppelt so viel wie die tatsächlichen Kerne. Meine maximale Frequenz ist 3401 MHz. Hier sehen wir, meine aktuelle Frequenz ist auch bei 3401 MHz, also ziemlich hoch. Und hier sehen wir aber auch, wie hoch meine CPU gerade ausgelastet ist. Also insgesamt 0% ausgelastet. Das sehen wir hier. Also hier erstmal CPU Count. Logical False gibt euch die Kerne, also die tatsächlichen physischen Kerne. Die Logical True gibt euch die theoretischen Kerne, also die also pro Kern quasi 2 Recheneinheiten, das heißt 32 logische Kerne. Und wir sehen hier dann auch die maximale Frequenz, können wir uns über CPU-Frec ausgeben, .max. .current liefert euch die aktuelle Frequenz, weil der natürlich runter- und hochtacken kann. Das ist bei manchen Prozessoren anders. Und ja, hier sehen wir dann tatsächlich auch, wie aktuell meine Auslastung ist, also CPU%. Aber ich kann die CPU% auch oder enumerieren sozusagen über dieses Enumerate PSUtil CPU%. Und da kriege ich quasi für jeden einzelnen Kern kriege ich meine aktuelle Auslastung, gerade in diesem Moment. Im Endeffekt das, was euch der Task Manager auch macht. Das heißt, wir sehen hier, Core 0 ist bei 23%, hier 3,1, 48% und so weiter und so fort. Wir sehen, die meisten Kerne bei mir chillen ihr Leben, aber eben ein paar sind doch recht ausgelastet. Hier sehen wir auch wieder einen mit 23,1%. Und ja, jetzt könnt ihr gerade mal raten, was ich wahrscheinlich für einen Prozessor mir geholt habe. Es ist tatsächlich der neue AMD 559X. Ich habe tatsächlich einen bekommen, und zwar auf der offiziellen Website von AMD. Also AMD hat auch selber einen Shop, was ziemlich cool ist. Und ja, ich habe ihn tatsächlich zum Laufen gebracht, was echt eine geile Sache ist, was endlich dazu führt, dass ich meine Videos in 4K flüssig schneiden kann, zumindest in den meisten Bereichen. Manche Sachen, gerade da, wo viele Effekte drin sind, da geht das immer noch nicht, aber das funktioniert jetzt hier tatsächlich ganz gut. So, und ja, genau das wollen wir auch mit unserem Arbeitsspeicher machen. Wir wollen uns mal angucken, wie sieht denn eigentlich der Arbeitsspeicher innen drin aus. So, das Ganze sieht so aus. Also ich habe das jetzt mal als RAM-Info hier reingepackt, und zwar bekomme ich hier erstmal das virtuelle Memory, wie gesagt, einfach aus PSUtil wieder rausgezogen. Total liefert euch das aktuell insgesamt verbaute oder die aktuell verbaute RAM-Kapazität aus. Virtual Mem Available liefert euch die tatsächlich verfügbare RAM Auslastung oder quasi das, was ihr noch habt, und das liefert euch natürlich den Rest, also quasi das, was ihr aufgebraucht habt an Arbeitsspeicher. Und das Ganze kann man natürlich auch als Prozentwert ausgeben. Genauso verhält es sich auch mit dem Swap. Ihr bekommt insgesamt den Swap, den ihr verfügbar habt, den ihr quasi eingerichtet habt. Ihr bekommt ja aber auch den freien und den aufgebrauchten Swap, und die Prozentanzahl bekommt ihr auch. So, jetzt sehen wir hier allerdings, das ist eine ziemlich hohe Zahl, und die ist meistens nicht unbedingt so gut lesbar. Deswegen dachte ich mir, wir könnten uns hier doch vielleicht zusammen noch eine gewisse Funktion einbauen, und zwar zum Beispiel Adjust Size. So, und ja, ich würde hier tatsächlich einfach mal vorschlagen, weil das hier ist wie gesagt in Bytes gehalten, also ich würde hier vorschlagen, wir nehmen hier uns die Size, bekommen wir, und genau, dann haben wir das eigentlich.
So, jetzt ist die Überlegung, wie klein wollen wir es denn haben? Also was ist denn eigentlich eine Größe, die ich ganz gerne hätte? Und ich würde hier am liebsten irgendwas sehen, was kleiner als 1000 ist, beziehungsweise 1024, weil wir hier immer von ja, den PC-Größen reden, also eben 2 hoch irgendwas, Zweierpotenzen, also 1024. Man spricht ja auch immer 1 Kilobyte, ja, es sind 1024 Byte und so weiter und so fort. Das würde ich gerne so anpassen. So, und dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir bauen uns einen Faktor, der ist in unserem Fall 1024. Und hier können wir jetzt tatsächlich hergehen und uns ein for i in einer Liste bauen. Und die Liste ist im Endeffekt unsere Endung. Ja? Also erstmal Byte, das wäre B. Dann haben wir Kilobyte, dann haben wir Megabyte, dann haben wir Gigabyte, dann haben wir Terabyte und dann sind wir, glaube ich, fertig. Wir können allerdings, nee, dann sind wir fertig. Petabyte hat glaube ich, noch niemand daheim. Ihr könnt ja aber natürlich auch Petabyte eingeben, wenn ihr das wollt. So, und ja, jetzt gehen wir hierher, if size größer Factor, ja, also wenn es quasi mehr, ups, das wollte ich nicht. Wenn es größer als Factor ist, dann wollen wir size ist gleich size durch Factor und ansonsten returnen wir und ja, ich habe jetzt hier relativ viel mit Format Strings gemacht, damit ich mir die selber noch ein bisschen besser einpräge, weil ich tatsächlich die viel zu selten benutze, weil die eigentlich auch wirklich geil sind. Size, und zwar in welchem Format wollen wir das haben? Wir wollen wollen wir 4 Nachkommastellen? Wir wollen 3 Nachkommastellen. 3 Nachkommastellen sind okay. Und dann wollen wir die Endung haben. Also i. Dann bekommen wir hier quasi zum Beispiel 528 Gigabyte. Ja, sowas in der Richtung könnten wir dann bekommen. Ups, und da soll natürlich kein Doppelpunkt hin. Der Doppelpunkt soll erst hierher. So, perfekt. Und ja, dann lasst uns das doch mal hier direkt benutzen. Also adjust size. Und zwar auf dem hier. Jetzt muss ich mir das hier kopieren, damit wir das auch alles haben. Auf dem hier, dem Swap, dem freien Swap, dem Used Swap und dann machen wir hier immer eine Klammer zu. Und ja, ich weiß, das schneide ich jetzt gerade nicht raus, aber ich glaube, das ist auch gar nicht nötig. In dem Fall ist es ja relativ wenig. So, und dann sollten wir hier eigentlich ein angenehmeres Bild bekommen. Und jetzt sehen wir, ich habe 64 GB RAM eingebaut, von denen sind gerade noch 53 übrig, weil wie gesagt, ich habe gerade erst neu gestartet und es läuft noch kaum was im Hintergrund. Ich kann aber gerne mal mein Schnittprogramm für euch aufmachen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, damit ihr so einen kleinen Vergleich bekommt, warum ich diese ganze Leistung eigentlich brauche. Also merkt euch bitte, aktuell haben wir fast 54 GB Arbeitsspeicher frei. Jetzt sind es noch 45, die frei sind. Also ihr seht, ich habe da schon Bedarf und ich bin jetzt gerade noch nicht mal am Rendern wirklich. Ich habe noch nicht mal irgendwelche komplizierten Sachen oder sowas offen. Ja, da kommt schon einiges zusammen, sage ich jetzt mal. Zumal ich vielleicht noch gelegentlich den Browser aufmachen möchte. Aber okay, genau. Dann als nächstes, also jetzt haben wir quasi unseren Arbeitsspeicher uns schön angeguckt. Oh, ups, den Swap habe ich komisch gemacht. Den habe ich mit isGleich gemacht, ne? Den wollte ich hier eigentlich auch damit machen. Warum habe ich hier 20 genommen statt 40 ist die große Frage, dann ist es wenigstens einheitlich. So, genau, besser. Okay, als nächstes wollen wir uns auch noch ein paar Informationen über unsere Festplatten ausgeben lassen. So, als nächstes, wie gesagt, die Disk-Partition bzw. die ganzen Dateispeichersysteme und Medien, wobei man jetzt anmerken muss, dass ich hier natürlich keine externen Medien angeschlossen habe, gerade die ich als Backup verwende auch. Aber ja, wir haben hier zunächst einmal verschiedene Partitionen. Partitionen sind virtuelle Disks sozusagen innerhalb einer eigentlichen Festplatte. Tatsächlich bin ich aber wenig Fan davon, mehrere Disks oder mehrere Partitionen zu haben, sondern ich habe ganz gerne einfach nur eine Festplatte, eine Partition und unterteile das Ganze dann in Ordner. So bin ich nicht irgendwie limitiert. Ich habe eigentlich auch für jedes System eine eigene Festplatte. Das muss man eigentlich immer so bedenken bei mir. Keine Ahnung, warum ich das so mache. Ich mag das eigentlich lieber. So habe ich den ganzen Kram halt ein bisschen getrennter. So, genau, dann haben wir hier einmal eben die Geräte, also quasi was für ein Gerät haben wir. In unserem Fall ist das Ding hier eben C, E, F und G und H und I und das war's dann. Genau, H und I, Moment, achso, eins davon, genau, ja, okay, dazu komme ich gleich. Genau, und dann haben wir hier immer die Mount Points, weil wir, wie gesagt, für jedes einzelne
Für jede einzelne Festplatte könnten wir mehrere Partitionen erstellen und jede davon hätte ihren Mount Point sozusagen. Aber in unserem Fall ist hier das Device dasselbe wie der Mount Point. Unter Linux wird sich das unterscheiden. Zumindest in den meisten Bereichen. Dann haben wir hier natürlich das Dateisystem, also der File System Type, sorry. Das ist in den meisten Fällen bei mir NTFS, weil die Dinger mit Windows und Linux kompatibel sein müssen. Aber hier haben wir auch eine XFAT-Partition bzw. Platte. Und ja, meine Linux-Festplatte wird hier tatsächlich gar nicht angezeigt. Also die kann hier nicht erkannt werden, weil Windows nicht damit klarkommt, dass ich eine ext4-Festplatte auch noch hier drin habe. Das kann Windows einfach nicht. Jetzt habe ich hier natürlich auch noch eine Partition Usage reingepackt, die wir hier über die Disk Usage bekommen. Wenn wir zum Beispiel jetzt keine Berechtigung haben, hier drauf zuzugreifen, dann continuen wir hier einfach. Also dann gehen wir quasi in die nächste Partition rein, weil das kann einfach sein, dass es nicht funktioniert. Ansonsten geben wir hier einfach tatsächlich aus, wie viel Platz wir insgesamt drauf haben, wie viel Platz belegt ist, wie viel frei ist und wie viel das in Prozent ist. Und ja, die Prozent müsst ihr nicht mal selber ausrechnen, das macht dieses diese wunderbare Library alles für euch. Dann haben wir hier allerdings auch noch die Möglichkeit auszugeben, wie viel wir seit Bootvorgang geschrieben und gelesen haben. Also hier sehen wir Write Bytes und Read Bytes. Das ist in meinem Fall jetzt gerade nicht so viel, also nur 18 GB gelesen und 15 GB geschrieben. Das liegt vor allem daran, dass ich gerade aufnehme. Wie gesagt, das hat schon seine Größe. Genau, aber eigentlich ziemlich cool das Ganze. Jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Wir wollen noch uns Infos über die Grafikkarte rausholen und dazu brauchen wir was Neues. Dazu brauchen wir tatsächlich hier pip install GPUtil, also GPUtil, das ist natürlich bei mir auch schon installiert. Und ja, gebt euch Informationen über die Grafikkarte. Das kann PSUtil an sich nicht, aber wenn ihr die beiden habt, dann könnt ihr eigentlich alles auslesen. Und ja, jetzt machen wir hier mal wieder Folgendes wie immer. Und dann sehen wir hier, wir können sowohl die ID auslesen, was im Endeffekt euch in manchen Programmen was bringt, als auch die Grafikkarte, also der Name der Grafikkarte, was es für ein Modell ist im Endeffekt, wie stark sie ausgelastet ist, wie viel freien Speicher sie noch hat, wie viel belegten Speicher sie hat, was bei mir leider sehr, sehr viel gerade ist. Wie viel Speicher sie insgesamt hat, wie viel oder wie heiß die gerade ist. Und das könnt ihr alles relativ easy auslesen. Ihr habt natürlich eine Liste an GPUs, weil ihr mehrere GPUs in eurem System drin haben könnt. Manche von den größeren Systemen, also von den sehr rechenleistungsfähigen Systemen, haben irgendwie 8 Stück drin. Das kann mal vorkommen. In den meisten Fällen werdet ihr aber nicht mehr als eine haben. Also, wenn jemand mehr als eine hat, dann sagt gerne Bescheid, wenn ihr keine mehr braucht, ne? Aber ja, in den meisten Fällen habt ihr eine, aber falls ihr eben mehrere habt, könnt ihr das Ganze mit einer Vorschleife einfach machen und dann eben hier die ID auslesen, Load auslesen, freien Speicher, Used Speicher, Total Speicher und Temperatur. Warum ist das jetzt zum Beispiel auch wieder sinnvoll? Nun, wenn ihr zum Beispiel eine Temperatur auslest, die so und so heiß ist, dann wisst ihr, dass ihr zum Beispiel weniger Load auf eure Grafikkarte schiffen könnt, also in euren Python-Skripts zum Beispiel, falls ihr irgendwas mit Machine Learning macht. Ihr merkt zum Beispiel, hey, die Grafikkarte hat jetzt über 80 Grad oder über 90 Grad, dann muss ich eben jetzt mal kurz einen Time.Sleep einbauen oder sowas. Oder ihr merkt zum Beispiel, hey, ich habe nicht mehr genug Speicher, dann müsst ihr vielleicht eure Batch-Size bei euren Machine Learning-Projekten anpassen. All diese Dinge sind natürlich sehr, sehr nützlich. Auch gerade hier könnt ihr natürlich auslesen, welche Festplatte schon voll ist und wo man es vielleicht reinschreiben kann. Und das kann einem wirklich sehr, sehr viel helfen und sehr viel auch also gerade dem User auch eine bessere Erfahrung bringen, wenn ihr das tatsächlich habt. Natürlich ist das Skript jetzt erstmal hier nur für euch da, damit ihr quasi die Systeminformationen überhaupt auslesen könnt. So, zu guter Letzt, was fehlt noch in der Hardware? Da kann man relativ wenig nur dran machen, aber wir wollen trotzdem noch die Netzwerkinformationen ausgeben. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter als die anderen Dinge jetzt, deswegen will ich hier mal ein bisschen genauer reingehen. Und zwar zuerst mal haben wir hier Interface Ethernet. Dann haben wir noch ein Interface Ethernet. Aber wir sehen eben, also ich habe das Ganze jetzt mal so aufgeteilt, und zwar aufgeteilt zwischen AF-Packets und AF-INET, ja, also quasi, wo die Adressen herkommen. Wir bekommen quasi für jedes einzelne Interface, was wir haben, mit dem wir übers Netzwerk kommunizieren können, bekommen wir eine Adresse zugewiesen.
Und eben Ethernet-Adressen sehen folgendermaßen aus, das ist quasi das hier. Also da bekommen wir quasi eine, beziehungsweise erstmal bekommen wir das Interface hier, das kann alles Mögliche sein. Und dann können wir unterscheiden, also deswegen habe ich hier die Interfaces ausgegeben. Und dann können wir unterscheiden, ob wir hierfür eine IP-Adresse bekommen oder ob wir hier vielleicht eine MAC-Adresse bekommen. Also auf welcher Ebene das ist. IP-Adressen werden, ihr wisst, auf ISO Layer 3 vergeben. MAC-Adressen sind einen Layer drunter, also Layer 2. Und hier können wir dann quasi unterscheiden. Ich habe eine IP-Adresse bekommen für mein Ethernet-Kabel hier. Ich habe eine IP-Adresse bekommen für mein zweites Ethernet-Kabel, wobei, oder besser gesagt für meine zweite Ethernet-Verbindung, aber hier sehen wir, das Ethernet taucht häufig auf. Dann habe ich hier Wi-Fi, habe ich auch natürlich eine IP-Adresse vergeben. Dann haben wir hier noch eine LAN-Verbindung, da habe ich auch eine IP-Adresse und so weiter und so fort. Also sind sehr, sehr viele. Dann habe ich hier noch eine Bluetooth-Netzwerkverbindung, wobei ich die eigentlich mal abstecken könnte. Und ich habe ein paar Bluetooth-Verbindungen tatsächlich, weil ich mehrere Geräte habe. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall bekommt ihr hier tatsächlich jedes einzelne Interface zur Verfügung. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel auch gucken, ist das Ding überhaupt Bluetooth oder was ist das eigentlich? Und darüber dann vielleicht die Informationen weiterverarbeiten, ob ihr überhaupt Bluetooth zur Verfügung habt oder ob ihr was anderes habt. So, und ja, dann bekommen wir natürlich am Ende noch, wie viele Bytes wir tatsächlich verschickt haben. Das habe ich hier gemacht, auch wieder mit Just Size, damit wir es nicht in Bits bekommen, beziehungsweise in Bytes bekommen, sondern in Gigabytes hier, weil ich schon insgesamt wieder 6,5 Gigabyte ins Netz hochgeladen habe. Wie gesagt, immer am Backuppen und alles. Und hier sehen wir, wie viele wir bekommen haben. Tatsächlich nicht ganz so viele, weil ich gerade relativ wenig im Internet mache, weil ich ja am Aufnehmen bin. Cool. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr an eurem System rauslesen könnt. Wie gesagt, die beiden einzigen Pakete, die ihr dafür braucht, ist GPUtil für eure GPU und PSUtil für den Rest eigentlich, also für alles andere außer die GPU. Und ich glaube, damit kann man sehr, sehr viele Informationen auslesen. Ich stelle euch, wie gesagt, das Skript zur Verfügung. Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht bringt es euch was, vielleicht auch nicht. Dann freut mich, dass ihr da trotzdem dabei wart. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.